Ich möchte heute gerne aus einer Perspektive von einem Systemintegrator, der in der Industrie tätig ist, erzählen, wie wir dahin zu StoreMagic gekommen sind, welche Benefits wir davon haben und auch ja, mit welchen Problemen wir zu kämpfen hatten, um das Ganze in der Industrie zu etablieren, weil das eben eine komplett andere Umgebung ist, wo ich sage mal primär Maschinenbauer und Elektroingenieure das Zepter in der Hand haben. Ja. Die IT ist da eher nebensächlich gewesen oder die OT, wie man eben sagt. Ja. Klick ruhig mal Du musst sagen, weil ich liege weiter, so. genau, klick du mal. Ja, ganz kurz zu unserer Firma vielleicht. Also ich bin seit 2010 in dem Business tätig und ja, haben gut 30 Leute, worauf wir sehr stolz sind. Wir sind Siemens Solution Partner in allen 3 Disziplinen, die einzige Firma in ganz Luxemburg. Gut, Luxemburg ist klein, hat weniger Einwohner als Köln. Ich glaube, wir sind aktuell bei 680.000 sowas. Sie sind stark am Wachsen. Sie wollen Richtung 1 Million im ganzen Land. Naja, und wir halten eben in allen 3 Disziplinen diese Zertifikate. Also einmal in klassischer Factory Automation, das heißt PLCs, also SPS-Welt, ja. Dann Industrial Strength Network, da geht es in Richtung Netzwerken, Cybersecurity sehr viel auch, ja. Da hat Siemens auch nachzuholen, wie man das aus den Nachrichten kennt. Und Process Control, das sind eben dann diese Leitsysteme, die wir eben auch auf virtuelle Cluster dann entsprechend abbilden. Ja, dann hier, ja, meine persönlichen Top 3, die Challenges, ja. In der Industrie geht alles über Verfügbarkeit. Wir hatten Fälle, kurz vor Weihnachten ruft der Kunde an, Nikolas, hier der Block steht, irgendwas geht nicht. Dann sind wir ausgerückt, mussten dann eben gucken, was los war. Da hat sich ein Netzwerk komplett verabschiedet gehabt. Und das Problem in der Industrie ist eben auf der einen Seite, wenn meine Controller eben, also das sind spezielle Baugruppen, die diese Funktionen verarbeiten, die beispielsweise gucken, mein Tank hat jetzt irgendwie 100 Grad, wird jetzt zu heiß, jetzt muss die Kühlung anspringen. Also diese ganzen Funktionen steuern, habe ich einmal, also diese Feldebene, und oben drüber habe ich eben meine OT-Welt. Also heißt meine virtuellen Cluster, meine virtuellen Maschinen für mein Leitsystem. Das Problem ist einfach, wenn meine IT nicht mehr funktioniert, dann läuft zwar im Hintergrund die Controller-Ebene noch weiter, aber das ist wie im Flugzeug, ich bin blind, ich bin komplett blind. Und die machen dann einen Block aus. Und in dem Fall war es dann so, ein 1100 Megawatt Block, steht in Holland, ja, der macht Strom für über 1 Million Haushalte. Und wenn die blind sind, müssen die ausmachen. Und das ist extrem teuer für den Kunden, für diesen wieder anzufahren. Und das bringt auch Stress auf den Kessel. Also Sie müssen sich vorstellen, bei so einem Kraftwerk, allein der Kessel, wie man den kennt von zu Hause von der Ölheizung, ist der so hoch. Der ist in so einem Kraftwerk 120 Meter hoch. Ja. Und die sind nicht gebaut dafür, für oft an- und ausgemacht zu werden. Und deswegen die Verfügbarkeit, es muss alles sauber zusammenspielen. Es sollte nach Möglichkeit 24/7 zur Verfügung stehen. Wo haben wir angefangen? Wir hatten 2009 ungefähr haben wir die ersten Leitsysteme virtualisiert. Damals klassisch 2 ESXi-Server, Bare Metal Workstations zur Bedienung und ein QNAP NAS zum Backup. Ne? Das war ungefähr 2009 der Fall. Problem dabei ist, wenn ich so ein ESXi dann eben runterfahren muss, neu starten muss, sind alle VMs, die da drauf laufen, erstmal weg. Sind nicht bedienbar, sie stehen nicht zur Verfügung. Ein großer Nachteil. Dann kam der Shared Storage, da haben wir auch ganz klein angefangen. Alles auf dem Hinblick des Kostendrucks. Es gab damals natürlich technische Lösungen, die das hätten machen können, aber in der Industrie jemandem ein Storage für 100.000 Euro zu verkaufen, extrem schwierig. Dafür hatten die kein Budget. Also man kann sagen, diese kleinen Cluster damals in der Price Range mit Service, mit allem vielleicht von 200.000, 250.000 Euro. Mit allem drumherum. Dann Shared Storage, also klassisch in Synology oder QNAP angebunden über iSCSI ans VMware Cluster. Hatte dann den Vorteil, okay, ich kann mein ESXi durchbooten, ohne dass ich meine VMs nicht mehr zur Verfügung stehen. Ja? So. Dann ActiveSync, dann haben wir die EQLs eingeführt von Dell EqualLogic. Die haben redundante Controller, auch 10 Gigabit Anschluss schon, also relativ performant waren die. ActiveSync hat aber den Nachteil, dass ich meine iSCSI-Volumes von Hand umschalten muss. Überlegt, wie können wir das noch optimieren, hatten auch mit VMware vSAN geguckt, aber komplett software-defined, naja, preislich, naja, ne, alles nicht so ganz dolle.
Und der hat dann gesagt, kam dann zu mir so, der hieß Eric Rose, ne? Und sagt so, ja, you know Stormagic? No? Ah, it's from UK, you should try it out, it's really cool, blah, blah. Und er hat selbst gearbeitet in Belgien viel für die Chemieindustrie. Und so, okay. Und dann haben wir uns, das weiß ich gar nicht mehr, da haben wir auch da, ich glaube bei der Zentrale in Bristol irgendwie angerufen, E-Mail-Verkehr hin und her, haben uns ein Test-Image genommen, ja, und haben es getestet und waren dann sehr, sehr happy mit dem Ergebnis. Warum? Weil das System war in der Lage, genau das zu machen, was wir gebraucht haben. Also eine gute Verfügbarkeit und auch im Fehlerfall, dass meine virtuellen Maschinen automatisch auf der anderen Seite wieder hochfahren, auch wenn ein Server komplett tot ist. Und das vollautomatisch. Das konnten alle anderen Systeme vorher nicht. Ein anderer Vorteil, den ihr auch noch nutzt, ist ja unsere Encryption und das Key-Management-System. Genau, also was wir einsetzen ist ja in dem Umfeld auch nicht unerheblich ist. Ne? Ganz genau, was wir auch einsetzen ist dieses, wird wohl nicht so oft eingesetzt, ich finde es eine sehr coole Lösung, das SVKMS vor SVSAN, also diesen Key-Management-Server eben einzusetzen, um meine Volumes entsprechend dann eben zu encrypten. Das setzen wir auch mittlerweile standardmäßig auf allen Anlagen ein. Also weg von Passwörter unter der Tastatur hin zu einem sauberen Key-Management. Ganz genau, ja. Genau. Ja, das hier sind so, ich habe das mal ein bisschen aufgeführt, die Vorteile von unserer Perspektive aus. Ne? Also ich habe wirklich eine echte Hochverfügbarkeit, die einfach funktioniert. Ja? Ich bin sehr flexibel, ich kann das halt scalen von ganz kleinen 2 Terabyte auf ein ganz großes System, 48 Terabyte, wie ich es halt gerade brauche. Die Hardware dazu designe ich ja selbst. Das kann ich mir selbst aussuchen, was ich eben dann dazu brauche. Ich habe die Encryption und was auch so ein bisschen, was ich extrem wichtig finde, ist Service. Weil man hört ja auf Servicewüste Deutschland, was auch immer, man ruft irgendwo an, man kriegt keine Hilfe. Wir sind selbst, uns ist wichtig, dass wir unseren Kunden guten Service bieten, wenn die ein Problem haben, dass wir uns einfach kümmern, dass einfach jemand da ist, der einfach sich kümmert. Und bisher bei Stormagic, man ruft an und wenn es die harten Nüsse sind, dann geht der Markt ran und sagt, oh, guys, what's up? Dann wählt er sich ein und dann gucken wir zusammen. Und das wirklich auf ganz kurzem Dienstweg, total unkompliziert, das finde ich auch saugut. Das ist wirklich mega gut. Mal sagen, wie es ist. Ja. Und natürlich die Price-Performance, also der Preispunkt spielt eine Riesenrolle. Wir können klar mega teure Systeme verkaufen. Das bringt alles nichts. Also das System ist so von dem, was es bringt, her, von der Preis-Leistung her eine Top-Lösung. Mal sagen, wie es ist. Also aus unserer Perspektive. Hier vielleicht kurz ein kleines, das war ein Projekt, ein Netz, ein Fernwärmekraftwerk. Das macht Wärme für 200.000 Einwohner, aber auch für Krankenhäuser, für einen Schlachthof, für eine Schule. Und hier sind wir auch hingegangen. Wir haben ein altes System rausgeschmissen. Das war ein HP-System, dieses, wie heißt das, SimpliVity oder sowas? Also so ein hochverfügbares. Die VSA vielleicht noch zu dem Zeitpunkt, das hat mir nicht mehr sicher. Nicht so richtig funktioniert. Jedenfalls, wo der eine Server weg war, ging gar nichts mehr. Das haben wir ausgetauscht gegen Stormagic Live. Und hier steht ganz groß ein Stopp. Wir konnten nur einmal einen Stopp von diesem Hauptcontroller durchführen, womit die Fernwärmepumpen angeschoben werden. Das sind riesige Pumpen und die schieben man kann sich dieses Fernwärmenetz, das ist wie eine Krake, die durch den ganzen Ruhrpott läuft in dem Fall. Und wir durften nur einen Stopp machen, wo eben dann diese Pumpen ausgegangen sind und hatten dann nur ein Zeitfenster von 3 bis 4 Stunden und mussten alles wieder am Laufen haben. Und das ist eben auch die Herausforderung in der Industrie. Und das hat gut funktioniert. Und natürlich überall DarkSide, ne? Da ist halt nicht mal gerade hier, gehst du mal gerade in Google, guckst du mal gerade, oder auch, das geht los mit der Lizenzaktivierung. Müssen wir halt alles offline machen. Ne? Also die meisten Kunden von uns sind DarkSide. Nichts mit Remote Service. Ja, Remote Service schon, bloß die. Aber halt freigegeben. Dann, ja, bloß die Cluster selbst, die hängen nicht am Internet. Das ist alles abgeschottet komplett. Deshalb. Ja, und die haben wir eben ein PCS7-System eingesetzt. Die ganzen Leitsysteme bieten eine Software-Redundanz. Das heißt, jeder Server ist in sich zweimal da. Aber auch mit Thema Backup.
was ich vorhin bei Agent aufgezeigt habe. Das Problem ist, wenn wir hingehen auf einem VMware-Cluster und wir machen jetzt mit Veeam ein Backup, dann, das funktioniert ja so, dass der erst einen Snapshot macht, kopiert den rüber, also nimmt sich die Daten da raus, macht da draußen ein Backup und ganz am Schluss löscht er diesen Snapshot, wenn er fertig ist mit dem Backup. Und in dem Moment, wo der den löscht, kann es passieren, dass ganz kurz die Netzwerkverbindung von der VM unterbrochen wird, ganz kurz. Und die Leitsysteme sind teilweise extrem empfindlich. Und dann zuckt das kurz und wir haben direkt die Alarmliste voll mit Alarm, ja, weil dieser Server kurz nicht verfügbar ist. Und deswegen müssen wir hingehen und da den Agent installieren, um dann über Volume Shadow Copy eben zu machen. Mal ein bisschen kleine Idee geben letztendlich, um mal zu sehen, wo wir live und reell laufen, dass das mal auch von einem Kollegen gehört habe, der jetzt mal, finde ich, auch einen speziellen Use Case letztendlich hat. Ich meine, mal kurz so ein Fernwärmekraftwerk abzuschalten und wieder hochzustarten, Ja. Macht man mal nicht einfach so. Und es ist stark zu sehen, gut, mich braucht man nicht davon überzeugen, ich weiß, wie gut wir sind, aber es ist stark zu sehen, wie genial StorMagic stabil da läuft und was wir euch da in der Hinsicht und auch dem Endkunden für einen Vorteil letztendlich bieten. Ja. Selbst in so einer Darkside, in so einem etwas spezielleren Umfeld. Ja. Auch noch mit SVKMS. Also falls ihr das nicht mehr auf dem Schirm habt, SVKMS, unser Key Management System, ist immer noch da. Also gibt's immer noch, läuft immer noch. Also vergisst die Post-its unter der Tastatur oder am Bildschirm. Guckt mal vorbei, ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, so ein Stapel Post-its kostet mehr am Ende, so übers Jahr gesehen, wenn man dann wieder neue schreiben muss. Alles klar, danke dir, Nico. Ja, dann, Tobi, vielen Dank. Danke, dass wir kommen durften.